herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie man es schafft, bei Grundübungen seine Wiederholungszahlen zu steigern. Viel Spaß! Und ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Und zwar gibt es 2 Punkte bzw. 2 Voraussetzungen, die man auf jeden Fall erfüllen sollte, damit das Ganze auch ordentlich funktioniert. Und zwar Punkt 1 ist, dass man die richtige Technik kennen sollte der Übung, die man eben ausführen möchte. Diese Technik dann aber auch benutzt und vor allem auch den ganzen Satz lang benutzt, beziehungsweise die ganze Übung lang benutzt. Und nicht nur nach 2, 3 Wiederholungen dann irgendwie die Technik über den Haufen schmeißt und irgendwas macht, nur um sich irgendwo hochzuziehen oder sich irgendwo wegzudrücken. Weil da habt ihr auf lange Sicht einfach gar nichts von. Und der zweite Punkt, beziehungsweise die zweite Voraussetzung ist, dass ihr euch die Zeit gebt, die es eben benötigt, um besser zu werden. Viele erwarten immer, dass das von heute auf morgen geht. Das ist einfach absolut nicht der Fall und das ist einfach eher so ein psychologischer Aspekt, aber der macht doch einiges aus, beziehungsweise mehr aus, als man eigentlich denkt. Deswegen macht euch nicht verrückt und gebt euch einfach selber ein bisschen Zeit. Denn je nachdem, was ihr erreichen wollt, dauert das Ganze Wochen, Monate oder halt eben auch Jahre. Und dann kommen wir als nächstes zu dem Punkt, der meiner Meinung nach der wichtigste ist und bei dem es einfach am häufigsten scheitert, und zwar ist es der Progressive Overload bzw. die progressive Überladung, was nichts anderes bedeutet, als dass man sein Training mit der Zeit einfach schwerer und anspruchsvoller gestaltet. Umgekehrt bedeutet es einfach, wenn ihr immer das Gleiche macht, bleibt ihr auch auf der gleichen Stelle stehen. Und anhand eines Beispiels möchte ich euch erklären, wie ihr das Ganze in euren Trainingszyklus einbauen könnt. Nehmen wir als Beispiel mal die Klimmzüge und gehen einfach davon aus, dass eure maximale Anzahl an Klimmzügen 8 sind und ihr pro Training 4 Sätze Klimmzüge macht. Und euer Ziel ist es, vielleicht auf 10 oder 12 oder 15 zu kommen. Da es nicht sinnvoll ist, immer am Limit zu trainieren, macht ihr jetzt als Beispiel im ersten Satz 7 Wiederholungen. Im zweiten Satz schafft ihr auch noch die 7, im dritten Satz dann vielleicht nur noch 6 und im vierten und letzten Satz vielleicht nur noch 5. Im nächsten Training bzw. vielleicht auch in der nächsten Woche macht ihr dann im ersten Satz 7, im zweiten Satz auch 7, im dritten Satz 6 und im letzten Satz auch die 6. Beim nächsten Mal sieht das Ganze dann so aus, dass ihr im ersten 7 macht, im zweiten 7, im dritten und auch im vierten 7. Und jetzt ist es an der Zeit, die Wiederholung zu erhöhen, und zwar um die kleinstmögliche Zahl, das wäre eben dementsprechend die 1. Also wollt ihr schauen, dass ihr im nächsten Training im ersten Satz 8 macht, im zweiten schafft ihr auch noch 8, im dritten vielleicht 7 und im vierten immer noch 7. Das macht ihr wieder so lange, bis ihr 4 mal 8 schafft und erhöht dann eben auf 9. Das könnt ihr so lange machen, bis ihr an einem Punkt angelangt seid, beziehungsweise bei einer Wiederholungszahl, in der ihr nicht mehr weiter trainieren möchtet oder an der ihr andere Arten von Progressive Overload integriert, wie zum Beispiel Zusatzgewicht. Wenn ihr also bei 12 angelangt seid, könntet ihr zum Beispiel plus 1,25 Kilo Zusatzgewicht benutzen und das ganze Schema wieder von vorne beginnen. So stellt ihr auf jeden Fall sicher, dass ihr über lange Distanz immer weiter Fortschritte macht. Der nächste Punkt wäre, dass man Assistenzübungen in sein Training einbaut, um eben die Muskeln, die man für die Hauptübung braucht, weiterhin zu kräftigen oder aufzubauen und ein bisschen isoliert zu trainieren. Einfach, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Beim Beispiel des Klimmzugs wäre es zum Beispiel sinnvoll, dass ihr noch eine leichtere, Beim Beispiel des Klimmzugs wäre es zum Beispiel sinnvoll, noch eine weitere, zum Beispiel horizontale Zugübung zu integrieren. Dafür eignen sich auf jeden Fall perfekt Australian Pull-Ups. Der nächste Muskel, den ihr für den Klimmzug braucht, wäre die hintere Schulter. Hier könntet ihr in euer Training Face Pulls mit einbauen. Dann haben wir noch die Arme. Hier würde ich einfach ganz klassisch Bizeps Curls empfehlen. Ob ihr diese Übungen mit freien Gewichten macht, am Kabelzug, an Ringen, an Maschinen, ist erstmal relativ egal. Hauptsache, ihr baut diese Übung auf jeden Fall ein. Und dann könntet ihr schauen, was euch vielleicht am besten Spaß macht, beziehungsweise wo ihr einfach die besten Fortschritte mitmacht. Und der letzte limitierende Faktor wäre meiner Meinung nach die Griffkraft. Und da würde ich euch empfehlen, einfach zum Ende des Trainings ein bisschen an der Stange zu hängen. Das könnt ihr auch einfach nach Sätzen machen und euch dort langsam aber sicher steigern. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, und zwar wäre das Körpergewicht und die Ernährung. Das ist ein Faktor, den nicht so viele Leute auf dem Zettel haben,
Aber gerade bei Körpergewichtsübungen macht das Ganze extrem viel aus. Und hier ist es eigentlich relativ leicht. Wenn ihr übergewichtig seid, schaut, dass ihr vielleicht ein paar Kilo abnehmt. Und die Übungen werden euch extrem viel leichter fallen. Ihr werdet wirklich jedes Kilo merken. Und andersrum, wenn ihr ein bisschen zu dünn seid, schaut, dass ihr ein bisschen was zunehmt, ein bisschen Muskulatur aufbaut, damit es euch leichter fällt, euch gegen die Schwerkraft hochzuziehen. Und was die Ernährung angeht, schaut einfach, dass eure Ernährung gut genug ist, dass ihr Energie für den ganzen Tag habt. Der nächste Punkt wäre die Regeneration. Und da muss man ein bisschen unterteilen in Regeneration beim Training und Regeneration nach dem Training. Beim Training solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass eure Satzpausen wirklich lang genug sind und ihr erholt in den nächsten Satz startet. Ihr dürft nicht erwarten, dass ihr irgendwelche Fortschritte macht, wenn ihr immer nur zum Beispiel 60 Sekunden Pause macht. Gönnt euch auf jeden Fall mindestens 2 Minuten bis hin zu 5 Minuten. Hört da einfach auf euren Körper. Der wird euch schon erzählen, wann ihr wieder bereit seid. Und was die Regeneration nach dem Training angeht, schaut auch hier, dass ihr zwischen den Trainingseinheiten genug Pause habt. Also gebt euch auf jeden Fall 2 Tage Pause. Und wenn ihr merkt, ihr braucht einen 3. Tag, dann nehmt euch den 3. Tag. Ihr habt einfach mehr davon, einen Tag länger Pause zu machen und dann regeneriert ins Training zu gehen, als eben immer mehr Erschöpfung anzuhäufen und euch irgendwann zu verletzen. Und der letzte Punkt zum Thema Regeneration, der wirklich immer dazugehört, ist der Schlaf. Schaut, dass ihr auf jeden Fall auf 8 Stunden Schlaf pro Nacht kommt. Wenn ihr immer nur 3 Stunden pennt, dann dürft ihr nicht erwarten, dass ihr irgendwo am Ende des Tages in einem Training, was euch Kraft und Konzentration kostet, noch Leistung bringen könnt. Dementsprechend geht vielleicht einfach mal eine Minute früher ins Bett. Und wenn ihr euren Schlaf erhöht, werdet ihr sehr, sehr schnell merken, wie eure Performance auf jeden Fall nach oben gehen wird. Ich hoffe, dass euch die Tipps weiterhelfen und ihr sie in euer Training einbauen könnt, um so eben langfristig guten Fortschritt zu erzielen. Und wenn dem so ist und euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert auch meinen Kanal kostenlos. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!